Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute werden wir wieder auf dem deutschen Server 7 unterwegs sein, denn hier haben wir ja die Aufholjagd von Turor. Mit dem hatte ich geschrieben gehabt und hatte ihn ein paar Fragen gestellt, wieso seine Pläne jetzt in Zukunft aussehen werden auf dem Server hier, mit seiner Aufholjagd, mit seinem Char und ja, was er so vorhat. Und wir gucken uns jetzt mal einfach an. Das letzte Mal, als wir hier reingeschaut haben auf dem Server, war irgendwas um die 290 oder so und hatte dann einen kurzzeitigen Dungeon-Stopp gemacht. Das Ganze hatte er jetzt aber wieder aufgehoben gehabt und ja, ich hatte dann nochmal nach seinem Vorhaben dann gefragt. Ich konnte mir schon so ein bisschen denken, in welche Richtung das Ganze geht, aber er hatte mir das nochmal dann im Detail erläutert, um ja, so ein bisschen die Series hier, so ein bisschen das Projekt so ein bisschen näher zu erläutern, damit das auch für ja, die Zuschauer, also für euch, mehr oder weniger verständlich rüberkommt und ja, was er jetzt halt ganz genau vorhat. Ja, bis Stufe 500, 600 plus auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Jahren. So, also es ist natürlich ein Langzeitprojekt, das ist ganz klar, ne? Und das Ganze befindet sich ja jetzt erst in der Anfangsphase. Er hat gestartet hier am 13.01. Das ist ja noch nicht so lange her. Wir haben jetzt gerade mal hier, wo ich das jetzt aufnehme, den 3.2. Morgen ist dann der 4., wo das Video erscheint. Und ja, hat jetzt hier doppelte 14k Base Stats, 14k Total Stats und 2,5k und beziehungsweise 2,6k Basis Stats. Ist alles noch sehr human. Das wird sich nachher mit dem ersten Legendary Dungeon aber deutlich steigern. So, und dann hatte ich ihn einfach mal gefragt, weil ja, viele von euch feiern auf jeden Fall dieses Projekt, viele von euch feiern die Videoreihe hier mit Turors Aufholjagd und begleiten das Ganze hier im Video ganz gerne oder zu Hause vor euren Empfangsgeräten. Und ja, wenn ihr weiterhin dieses Projekt feiert, dann lasst es mich gerne wissen, per Kommentar oder per Daumen nach oben, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Und ja, ich hatte ihn gefragt auf Discord und ja, wie seine Pläne aussehen werden jetzt nach der Dungeon-Pause, die er ja erst eingelegt hatte, das aber wieder geändert hat. So, ne? Und ja, das ist das, was er geschrieben hatte. Hier, also er wird seinen Plan ein bisschen erläutern. Er macht jetzt noch Dungeons bis Stufe 370. Bis dahin böllert er noch durch und danach stoppt er erstmal alles, was so Dungeons angeht. Und das Ganze so ungefähr bis Stufe 480, 490. Aber das weiß er noch nicht so ganz genau. Da will er sich nochmal mit Strider und Rafa, das ist auch jemand von der SF-Taverne, nochmal so ein bisschen ja, beraten, wie das Ganze denn genau aussehen wird. Aber das ist erstmal so der Plan. Bis 370 erstmal Dungeons und danach stoppen bis 480, 490. So, danach, sein Plan danach ist dann, er lässt jetzt erstmal, und das hatte ich mir schon fast gedacht, dass er das macht, weil das ist, ja, da kriegt man deutlich früher viel mehr Stats. Wir hatten ja zuerst gesagt, so ab Stufe 612 war es, glaube ich, gewesen, bekommt man ja beim Greifendrachen die Umweltprämie, bekommt man ja für 25 Pilze 10 Millionen, ist ein Skillpunkt. So, ne, das kann man ja ab dem Level erreichen, 612 ist aber relativ lange bis dahin so, ne. Was er jetzt vorhat, ist hier, er bringt die Edelsteinmine auf Stufe 10, was den Grund hat, warum Stufe 10, weil dann hat er noch die komplette Unterwelt, die er dort freischalten kann und ja, kann damit halt dann auch zu den Events dann halt unter anderem große Edelsteine finden, jetzt zum Beispiel bei diesem Festungsevent und sowas. Und ab Stufe 504 ist es der Fall, dass ein Edelstein dort 10 Millionen gibt. Also ab Stufe 504 sind alle Edelsteine, die ihr aus der Mine zieht, 10 Millionen Gold wert. Das heißt, ein Statpunkt bekommt ihr dann an dem Zeitpunkt durch einen Edelstein. Das heißt, er macht einen Statpunkt für 24 Mushrooms. Also einmal Edelstein skippen kostet 24 Mushrooms. Wir wissen, Umweltprämie für 10 Millionen kostet 25 Mushrooms.
So ist natürlich jetzt nicht ein großer Unterschied. Das Ding ist aber, dass er halt diese Stat-Punkte, die er sich ja boosten möchte, ja schon deutlich früher bekommt, und zwar mit Stufe 504 anstatt mit 612, wie es ursprünglich so geplant war. Ne? So, also es ist ein bisschen günstiger für ihn, auch wenn nicht viel. Und hier schreibt er dann auch nochmal, ja, also ein bisschen günstiger als mit dem Greifendrachen auf Stufe 612. Plus ungefähr 2 bis 3 Jahre ist er mit dieser Taktik schneller, und das ist halt das Wichtige dabei. So, ab Stufe 514 bringt selbst ein kleiner Edelstein 10 Millionen Gold, also wird er ab dem Zeitpunkt dann halt ja, von Zeit zu Zeit auf jeden Fall dort dann die Edelsteinmine aus der Mine holen, um dann sich seine Stat-Punkte zu boosten. Wie gesagt, wer die anderen Videos von der Reihe von Turos Aufholjagd nicht verfolgt hat, ja, er hatte halt hier letzten Monat angefangen und möchte der stärkste Assassine weltweit werden und wahrscheinlich vielleicht sogar der stärkste Char überhaupt. Und das zeigt natürlich ganz gut, was in diesem Spiel möglich ist, wenn man halt unbegrenzt Geld zur Verfügung hat. So, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann man auf jeden Fall sehen, was hier so möglich ist. So, sein Plan ist es, dann auf ca. 250.000 Base Stats zu gelangen, auf Stufe 520 bis 530. Und ab dort an will er dann erfolgreich weiterhin 7.000 bis 10.000 ja, Base Stats im Monat dazu gewinnen. Das ist auf der Stufe enorm viel. Jetzt mal nur mal zum Vergleich. Auf meinem Main, der ja Stufe 592 ist, glaube ich jetzt, dort mache ich im Monat 6.000 bis 6.500 Basis-Stats auf der Stufe. Ohne das Goldgruben-Feature, weil das ist ja auf S31 nicht möglich. Wenn ich jetzt noch das Goldgruben-Feature hinzufügen würde, dann wären es nochmal 1000 Base-Punkte plus nochmal, ich sage mal 1000 bis 1200 so zusätzlich jeden Monat nochmal obendrauf. Das heißt, mir gehen momentan gerade im Monat 1200 Base-Stats flöten, einfach so, weil S31 neues Backend und so. Ne? Auf jeden Fall, ich würde auf meiner Stufe mit dem Goldgruben-Feature so circa 7500, ja, sagen wir einfach mal Base-Stats im Monat machen, so, ne? Und das wäre so der Durchschnitt für mein Level auf der Stufe, wenn man halt eben dieses Feature nutzt. Ne? Ohne bin ich halt bei 6.000 bis 6.500. So, und er ist hier, und er will das Ganze hier auf Stufe 520 bis 530 machen, was deutlich schwieriger natürlich ist, weil zwischen 520 und 590 ist nochmal ein enormer Zeitunterschied und auch nochmal ein enormer Goldeinkommensunterschied. So, ne? Deswegen ist das hier schon auf jeden Fall krass, sich dann konstant so pro Monat zu verbessern. So, also der Schlüssel für ihn ist es, auf Stufe 504 zu kommen und dann halt nach Edelstein zu graben und ja, das halt auf Edelsteinminenstufe 10. Und auf dieser Stufe kostet ein Edelstein 9000 Holz und 3000 Steine. Das heißt, er kann sich während des Legendary Dungeons auf jeden Fall genug Ressourcen zusammensammeln, um halt eben diese 200.000 ja, Base Stats, 200 bis 250.000 Base Stats zu erlangen. So, man kann ja Ressourcenruns machen, indem man in diese Opfertüren reingeht, die Opfertruhen nimmt oder durch diese Fallenräume. Da bekommt man ja Ressourcen und das ist dann quasi jetzt mittlerweile eine unendliche Ressourceneinkommensquelle. Deswegen ist es auch kein Problem. Und vor allen Dingen auf Stufe 10 kosten die Edelstein-Minen-Skips noch nicht so viele Ressourcen. So, bevor er Stufe 504 erreicht, denkt er, dass Caesar, das ist momentan der stärkste Assassine der Welt, und den er ja überholen möchte, so, ne, wird er so zwischen 180 und 200.000 ja, Base Stats, denke ich mal, ist hiermit gemeint, haben. Also in den 2 Jahren wird er auf jeden Fall knapp an ihn rankommen und dann im 3. Jahr versucht er ihn dann zu überholen. Ja, also insgesamt ist es sein Plan, in den nächsten 3 Jahren einen Charakter zu erschaffen mit 300 bis 350.000 Stats
Wenn wir gleich mal in die Ehrenhalle, in die internationale Ehrenhalle gucken, dann könnt ihr sehen, wie viel das eigentlich ist und wie lange diese Chars schon dafür spielen, um so eine Statistiken vorzuweisen, 12 Jahre. Und das Ganze hier will er halt innerhalb von 3 Jahren schaffen. So, ne? Also 300 bis 350.000 Base-Stats auch noch dazu. Ne? Nicht normale, sondern Base-Stats. Und will damit natürlich in der internationalen Ehrenhalle auf jeden Fall ein bisschen nach oben klettern. So, momentan ist das Ganze hier sein einziger Charakter. Er hat den Druiden jetzt mittlerweile aufgegeben. Also er konzentriert sich jetzt komplett nur auf diesen Aufhol-Assassin-Charakter. Das ist jetzt sein einziger Char, den er spielt. Das heißt, er meint es wirklich ernst mit diesem Projekt. Ne? Und ja, er kann sich nicht auf mehrere Accounts gleichzeitig konzentrieren. Und er will lieber einen starken dafür dann sehr, sehr weit oben haben, weil das für ihn dann so am meisten Spaß macht, diese Spielweise halt. Ne? Genau, da hat er noch geschrieben, ob irgendwelche Fragen sind so von meiner Seite aus. Und dann hatte ich dann halt noch, ja, grob mal geschrieben gehabt, weil mich das interessiert so, ob er schon mal ausgerechnet hat, wie viele Pilze das ungefähr so sein werden, um sein Ziel zu erreichen in den 3 Jahren. Und ob er schon mal darüber nachgedacht hat, eventuell bei solcher Pilzanzahl einen Exklusivdeal mit Playa abzuschließen. So. Weil wenn wir jetzt mal die Antwort von Turor hier rausnehmen, dann ist das Ganze ziemlich zeitintensiv alleine schon vom Aufladen her. Und ja, ich weiß nicht, ob Playa überhaupt sowas macht. Falls hier ein Playa-Mitarbeiter zuschaut, dann kann er mir ja gerne mal schreiben und dann kann ich hier mal zwischen ja, Playa und Turor mal so einen Vermittler machen, dass hier der Turor dann vielleicht mal so 200.000 an Playa überweist und die dann dementsprechend ein paar Pilze rüberschieben. Ja, auf jeden Fall, seine Antwort darauf ist, dass er so ungefähr schätzt, dass es 6 Millionen Pilze kosten wird, bis er dieses Ziel in 3 Jahren erreicht hat. Und er glaubt nicht, dass das möglich ist, dass Playa sowas machen wird. Aber er ja, nimmt auf jeden Fall in diesen 2-3 Jahren jede 20% Aktion mit. Das heißt, wir können hier mit 3.600 Pilzen rechnen. Ne? Und ja, zu jedem Pilz-Event, ne, muss er halt am Freitag, Samstag und Sonntag, solange das halt die Events halt am Start sind, muss er bis zu 70 bis 80 Mal aufladen, also 100 € natürlich, um halt hier seine Ziele zu verfolgen. Und da wäre natürlich so ein Exklusivdeal sehr vom Vorteil, ne? Aber es ist, ich weiß nicht, ob die halt sowas machen. So, ne? Muss man mal fragen. Ansonsten, falls da jemand da zuschaut, dann kann man da auf jeden Fall auch in Kontakt treten. Ja, also das Ganze kostet ihn hier schätzungsweise 6 Millionen Pilze. Wenn man das Ganze hier durch 3.600 nimmt, weil er ja nur zu 20% Aktionen auflädt, dann haben wir hier ja, 1.666. Und ja, das Ganze nimmt man jetzt nochmal 100, weil das Ganze natürlich jedes Mal 100 Pilze kostet. Also das ist die Anzahl, wie oft er halt aufladen muss. Und das mal 100 € sind wir jetzt hier, um sein Projekt durchzusetzen in den 3 Jahren, müsste er circa 166.000 € ausgeben, um halt eben der stärkste Assassine der Welt zu werden. Wir wissen durch die Vergangenheit, dass Turor halt ein sehr starker und sehr pilzintensiver Spieler ist, der ja schon ordentlich, ja, auch zu Legendary Dungeon Zeiten Rekorde hingelegt hat mit den meisten Dungeon Runs und sowas alles. Und halt wie gesagt, von weiteren Servern kennt man ihn halt auch, dass er da auch enorm krass reinpusht. Ja? Und da er ja jetzt seinen anderen Char auch aufgegeben hat, denke ich mal, dass er das Ganze auch wirklich durchziehen wird. Und ja, wir werden in der Zukunft auf jeden Fall das Ganze hier weiter noch verfolgen, wie das Ganze sich so entwickeln wird. Ich finde, das ist eins der spannendsten Projekte, die es in Shakes & Fidget jemals gegeben hat, weil ja, wenn man halt eben die Möglichkeiten hat und halt eben auch die Passion, sag ich mal, also die Liebe zum Spiel hat, um halt eben so viel Geld da reinzustecken und das einen vielleicht auch gar nicht mal so schmerzt, so was weiß ich, 150.000, 200.000 €, dann ja, warum nicht?
lasst den Leuten ihren Spaß und für uns heißt es nur so viel wie, dass halt eben, der Turor alleine schon die nächsten Serverstarts finanziert, was natürlich auch eben wieder refinanziert werden kann oder reinvestiert werden kann in das Spiel, um halt eben bessere, neuere Updates zu kreieren. Also das heißt auch wieder im Umkehrschluss mehr Content für uns und deswegen finde ich das auf jeden Fall auch eine coole Aktion und ich finde es auch sehr cool, dass er uns auch teilhaben lässt an seinen Plänen hier, was er hier so vorhat auf dem Server, ne? Nochmal zum Verständnis, er hatte sich hier den S7-Server mit Absicht ja rausgesucht gehabt, weil die Aktivität auf dem Server ist zwar hier insgesamt am dichtesten wohl auf S7, aber die Spieler, es gibt hier keine Einzelspieler, die so krass rausstechen aus der Masse, weil der Turor natürlich möglichst schnell in die internationale Ehrenhalle auch möchte, um halt eben hier relativ schnell auch oben mitzumischen mit den anderen Kollegen. Ne? Und jetzt gucken wir uns nochmal die Werte an von den aktuell stärksten. Das ist halt hier einmal Furaken und Strider. Ne? Und wenn man sich mal hier die Base-Stats anguckt und Strider wissen wir halt, der hat halt auch die Goldgrube auf 100 geskippt, die Edelsteinmine auf 100 geskippt. Also er hat hier auch definitiv nicht wenig Geld in den Char reingesteckt und macht im Monat auch momentan so, glaube ich, so auch seine 8000 Basis-Stats. Also das ist auch jeden Monat sehr, sehr viel Geld, was er hier noch ins Spiel trotzdem noch reinsteckt. Und er hat hier momentan gerade, also nicht mal 300.000er Stats, er hat halt insgesamt das Ganze gut aufgeteilt auf seinen Basis-Stats, so, ne? Aber es gibt, glaube ich, noch keinen, der halt insgesamt über 300.000 halt ist. Hier haben wir halt einen, der Scythe, der ist halt über 300k, aber das sind halt eben die Total Stats und was wir halt immer meinen, sind die Basis-Stat-Punkte, also ohne Equipment, ohne Steine und ohne Verbesserung und den ganzen bliblablub, pipapo. So, ne? Also das auf jeden Fall dazu. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt weiterhin auf das Projekt. Werden definitiv in Zukunft hier das Ganze weiter verfolgen. Wie gesagt, bis Stufe 370 möchte er erstmal noch hier so weiter durchballern und dann kommt er nachher zu Ostern dann auch schon bald der erste legendäre Dungeon und da wird es dann auch so langsam dann nachher spürbar nach vorne gehen. Umso höher er nachher im Level ist, umso schneller geht es auch nachher voran. Das ist jetzt erstmal nur das Vorgeplänkel so ein bisschen und jetzt wird er momentan auch wahrscheinlich nicht viele Pilze bisher im Account drin haben. Das geht alles relativ fix, so den Char auf die Stufe zu spielen, auf dem alten Server mit einer guten Gilde und so weiter und so fort. Und das Preisintensive, das fängt nachher wirklich erst später im Spiel an, wenn er halt die Stufe 504 erreicht hat, um halt eben in der Festung, in der Edelsteinmine die Edelsteine zu skippen für Skillpunkte. So. Und ab 504 kostet ein Edelstein bringt ein Edelstein 10 Millionen Gold. Also das gleiche wie hier ein Greifendrache bringen würde auf Stufe 612. Alles klar. Das war es soweit dazu. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung auf diesem Video da. Dann gucken wir uns definitiv noch öfter mal hier, noch den Char von Strider an. Von Turor. Entschuldigung. Und das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.